Der Islam, eine der am meisten missverstandenen Religionen der Welt. Für über 1,8 Milliarden Menschen ist er eine Lebensweise. Doch für viele andere wird er als Bedrohung wahrgenommen, allzu oft reduziert auf Angst, geprägt von Schlagzeilen und aus dem Kontext gerissen. Deshalb haben wir die künstliche Intelligenz gefragt: Warum wird der Islam so oft missverstanden? Wir haben tausende von Quellen analysiert, virale Videos, Trendbeiträge, voreingenommene Schlagzeilen und Online-Diskussionen und mit Hilfe von KI herausgefunden, wie der Islam in den Medien, Gesprächen und der globalen Kultur verzerrt, falsch interpretiert und manipuliert wird. Aber wir haben uns nicht nur auf Daten beschränkt. Wir haben künstliche Intelligenz mit echten Geschichten von Muslimen kombiniert, um nicht nur die Lügen aufzudecken, sondern auch den menschlichen Preis und die Wahrheit hinter jedem Mythos. In diesem Video werden wir die 10 häufigsten Mythen über den Islam analysieren, von den bekannten und subtilen bis zu den gefährlichsten und zerstörerischsten. Und der letzte? Das ist der Mythos, der fast alle anderen nährt. Dieses Video ist nicht nur für Muslime. Es ist für Christen, Juden, Hindus, Atheisten, für alle, die jemals von reißerischen Schlagzeilen in die Irre geführt wurden und bereit sind, die Wahrheit selbst zu entdecken. Hier auf dem Kanal Glaubensreise mit KI erforschen wir Religion durch die Linse von Technologie, Wahrheit und Seele. Und heute stellen wir nicht nur Fakten wieder her. Wir sehen der Lüge ins Auge und korrigieren das Verzerrte, indem wir Mythos für Mythos entlarven. Wenn euch Wahrheit, Gerechtigkeit und Frieden wichtig sind, liked dieses Video, teilt es und erzählt anderen davon. Denn Frieden beginnt mit Verständnis. Und Verständnis beginnt mit Wissen. Lassen Sie uns mit einem kleinen Quiz beginnen. Welches Bild kommt Ihnen in den Sinn, wenn Sie das Wort Muslim hören? Wenn Sie sich einen bärtigen Araber oder eine verschleierte Frau inmitten der Wüste vorgestellt haben, herzlichen Glückwunsch! Sie sind einem von den Medien aufgezwungenen Stereotyp zum Opfer gefallen. Und hier ist die Wahrheit. Über 80% der Muslime sind keine Araber. Der Islam wird in über 190 Ländern der Welt praktiziert. Das Land mit der größten muslimischen Bevölkerung? Indonesien, nicht Saudi-Arabien. Es gibt chinesische Muslime, nigerianische Muslime, lateinamerikanische Muslime. Der Islam ist keine Nationalität. Es ist eine Weltreligion. Dieses Stereotyp reduziert eine riesige Weltreligion auf ein enges Bild und macht sie fremd. Für nicht-muslimische Araber ist das wie eine Auslöschung, als ob ihre Identität negiert würde. Der Satz: Ich bin Muslim, aber kein Araber, sollte keine Überraschung sein. Dieser Mythos verwandelt Identität in Verdacht. Aber in Wirklichkeit hat der Islam viele Gesichter, spricht viele Sprachen und ist in allen Kulturen der Welt vertreten. Die Vorstellung, dass 1,9 Milliarden Menschen gleich denken? Das ist einfach absurd. Sie werden nicht einmal 3 Muslime finden, die sich einig sind, wo sie nach dem Freitagsgebet essen gehen sollen. Wie man so schön sagt: So viele Köpfe, so viele Meinungen. Im Islam gibt es Sunniten, Schiiten, Sufis, Liberale, Konservative, Gläubige, Säkulare. Es gibt muslimische Dichter, Wissenschaftler, Rapper, Aktivisten und Bauern. Sie streiten über Theologie, über Kleidung, über Musik. Sogar darüber, wie man betet. Und das ist keine Schwäche, das ist eine Stärke. Es ist ein Beweis für Denkvermögen, Erfahrung und Tiefe. Aber dieser Mythos löscht all das aus. Er leugnet die Individualität, vereinfacht die Menschlichkeit. Und das bedeutet, dass wenn ein Muslim einen Fehler macht, alle Muslime beschuldigt werden. Wie man so schön sagt, einen über den anderen scheren. Nicht alle Muslime denken gleich. Sie eint der Glaube an Gott und den Propheten Mohammed, Friede sei mit ihm. Und darüber hinaus? Unterschiede sind natürlich und waren es schon immer. Manche Leute denken, Muslime würden einen anderen Gott anbeten, sogar einen falschen Gott. Aber nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein. Allah ist einfach das arabische Wort für Gott. Arabische Christen verwenden dasselbe Wort.
genauso wie arabische Juden. Muslime, Christen und Juden, sie alle sehen Abraham als ihren gemeinsamen Stammvater an, sie beten denselben Schöpfer an. Dieser Mythos stiftet nicht nur sprachliche Verwirrung, er zerstört Verbindungen. Er baut Mauern, wo Brücken sein sollten. Aber die Realität ist einfach. Ein Gott. Verschiedene Namen. Ein Ursprung. Einer der häufigsten Mythen? Dass der Islam in der Vergangenheit feststeckt, dass er wissenschaftsfeindlich, fortschrittsfeindlich ist. Aber die Geschichte erzählt eine ganz andere Geschichte. Die islamische Zivilisation hat die moderne Welt mitgeprägt. Algebra, Krankenhäuser, chirurgische Instrumente, Bibliotheken und sogar die wissenschaftliche Methode. Und heute? Muslime sind Ärzte, Ingenieure, Forscher. Manche sind sogar an der Entwicklung von künstlicher Intelligenz beteiligt. Mal ehrlich, das Tragen eines Hijabs hindert niemanden daran, WLAN zu nutzen. Dieser Mythos behauptet, Muslime könnten nicht modern sein, ohne ihren Glauben aufzugeben. Aber die Wahrheit? Weltweit verbinden Muslime täglich Tradition und Innovation. Denn Glaube und Fortschritt schließen sich nicht gegenseitig aus. Sie entwickeln sich gemeinsam. Einer der schädlichsten Mythen ist, dass der Islam Frauen unterdrückt. Natürlich gibt es in manchen Ländern strenge Gesetze. Aber man sollte Kultur und Religion nicht verwechseln. Der Islam gab Frauen das Recht zu erben, Eigentum zu besitzen, ihren Ehemann selbst zu wählen und Bildung zu erhalten, lange vor dem Westen. Und der Hijab? Das ist kein Maulkorb. Für viele ist es ein persönlicher und starker Ausdruck ihres Glaubens. Versuchen Sie mal, eine Frau im Hijab während einer Debatte zu unterbrechen. Und Sie werden sehen, wie unterdrückt sie ist. Dieser Mythos bringt muslimische Frauen zum Schweigen, indem er für sie spricht. Er macht ihren Glauben in den Augen anderer zu einem Käfig. Aber fragen Sie die meisten Frauen, die Hijab tragen, und sie werden Ihnen sagen, ich habe das selbst gewählt, es gibt mir Kraft. Muslimische Frauen müssen nicht gerettet werden, sie müssen gehört werden. Und das gilt für diese ganze Botschaft. Schluss mit den Lügen. Schluss mit den Stereotypen. Schluss mit den Mythen über den Islam. Wenn euch die Wahrheit wichtig ist, dann sagt es. Liket, teilt, abonniert. Selbst ein einfaches Emoji in den Kommentaren zeigt, dass ihr dabei seid. Eure Stimme und eure Unterstützung sind wichtiger denn je. Wir haben über Identität, Stärke und Wahrheit gesprochen. Aber das ist noch nicht alles. Sie integrieren sich nicht. Sie bleiben unter sich. So etwas hört man oft. Schauen wir uns das mal genauer an. Muslime im Westen gehen zur Schule, zahlen Steuern, gehen wählen, engagieren sich ehrenamtlich, dienen in der Bundeswehr, gründen Familien. Sie leben sowohl in Städten als auch auf dem Land, trainieren Fußballmannschaften, leiten Unternehmen, engagieren sich in der Kommunalpolitik, sprechen Deutsch. Sie feiern deutsche Feiertage. Und ja, sie haben auch ihre eigenen Traditionen. Sie machen Netflix-Marathons, bestellen Essen nach Hause, essen Pizza Hawaii. Manchmal. Muslim zu sein bedeutet nicht isoliert zu sein. Es bedeutet, seinen Glauben im Alltag zu leben, wie jeder andere Gläubige auch. Dieser Mythos gibt Muslimen das Gefühl, fremd im eigenen Land zu sein, als könnten sie sich niemals wirklich integrieren, ohne ihre Wurzeln aufzugeben. Aber Integration bedeutet nicht, seine Identität zu verlieren. Es bedeutet, einen Beitrag zu der Gesellschaft zu leisten, in der man lebt. Und Muslime tun dies, unauffällig, beständig und mit Stolz, seit Generationen. Wenn Sie also das nächste Mal von Ihrem muslimischen Nachbarn mit einem Salam begrüßt werden, während er Ihre Fußballmannschaft anfeuert, ist das keine Isolation. Das ist Gemeinschaft. Der Islam kann nicht mit anderen Religionen koexistieren. Diesen Vorwurf hört man oft. Aber der Koran sagt, es gibt keinen Zwang im Glauben. Und, dir deine Religion und mir meine.
Historisch gesehen haben Muslime andere Religionen nicht nur toleriert, sie haben sie beschützt. In Spanien, in Indien, im Osmanischen Reich, Kirchen, Synagogen, Tempel. Sie alle standen. Multireligiöse Gesellschaften florierten unter islamischer Herrschaft. Und heute? Schauen Sie sich um. In Städten wie London, New York und Jakarta leben Muslime Seite an Seite mit Christen, Juden, Hindus, Sikhs und sogar Atheisten. Sie leben in denselben Vierteln, lernen in denselben Klassen, feiern gemeinsam Feste. Dieser Mythos stellt den Islam als Bedrohung für die Religionsfreiheit dar. Aber nicht der Islam fürchtet Unterschiede, sondern die Unwissenheit. Der Prophet Mohammed, Friede und Segen seien auf ihm, schloss Verträge mit Juden und Christen. Er schützte ihre Gotteshäuser. Und er nannte sie Leute der Schrift. Das ist keine Eroberung, das ist Koexistenz. Und das ist ein integraler Bestandteil des Islam von Anfang an. Kaum ein Wort wird so oft falsch interpretiert wie das Wort Dschihad. Viele übersetzen es fälschlicherweise mit heiliger Krieg. Aber im Islam bedeutet dieser Begriff Anstrengung, Kampf, oft einen inneren Kampf gegen Stolz, Versuchung und Ungerechtigkeit. Der Islam verherrlicht keine Gewalt. Er verbietet sie. Im Koran heißt es: Wenn jemand einen Unschuldigen tötet, so ist es, als ob er die ganze Menschheit getötet hätte. Trotzdem hat dieser Mythos Muslime zu Verdächtigen gemacht. Er zwingt friedliche Menschen, unter dem Generalverdacht zu leben. Er hat den Glauben selbst zu etwas Beunruhigendem, Gefährlichem gemacht. Aber die Wahrheit ist, dass der Islam Geduld, Barmherzigkeit und Selbstbeherrschung lehrt. Eine Religion kann stark sein, ohne gewalttätig zu sein. Und der Islam beweist das jeden Tag. Wenn die meisten Terroristen Muslime sind, dann sind Muslime gefährlich. Dieser Mythos gewann nach dem 11. September an Bedeutung. Aber er nährt sich von Angst, nicht von Fakten. Laut FBI, Europol und internationalen Studien. Die meisten Terroranschläge im Westen werden nicht von Muslimen verübt, sondern insbesondere von rechtsextremen Extremisten. Und wann verüben Muslime Terroranschläge? Die ersten Opfer sind oft andere Muslime. Sie melden Bedrohungen, sie verhindern Terroranschläge, sie verurteilen Gewalt, laut und deutlich, immer und immer wieder. Warum also hält sich dieser Mythos so hartnäckig? Weil die Medienberichterstattung verzerrt ist. Muslimischer Verdächtiger macht Schlagzeilen. Weißer Schütze wird als einsamer Wolf bezeichnet. KI hat keine Vorurteile. Sie analysiert Daten. Und die Daten sagen, Terrorismus hat nichts mit dem Islam zu tun. Terror hat keine Religion. Dieser Mythos wirft einen Schatten des Verdachts auf 1,9 Milliarden Menschen. Für die Taten einiger weniger. Aber die Wahrheit ist, dass Muslime mit den Opfern trauern. Sie treten gegen Hass ein. Sie stellen keine Bedrohung dar. Sie sind Teil der Lösung. Ach ja, der Gipfel der Verschwörungstheorien. Taqiyya! Der Mythos, dass Muslime heimlich lügen, sich als friedlich ausgeben, während sie die Weltherrschaft planen. Um das klarzustellen, der Islam verurteilt Lügen. Immer. Punkt. Taqiyya war eine eingeschränkte Regel, die von einigen schiitischen Muslimen angesichts von Folter oder unmittelbarer Todesgefahr angewendet wurde. Es ist keine Strategie. Es ist kein Glaubensgrundsatz. Es ist keine universelle muslimische Praxis. Dieser Mythos vergiftet das Vertrauen. Er impliziert, dass man einem Muslim, egal wie freundlich oder ehrlich er ist, nicht trauen darf. Er verwandelt Mitgefühl in Paranoia. Er macht Aufrichtigkeit verdächtig. Fragen Sie irgendeinen Muslim. Wir haben keine geheime Agenda. Wir versuchen einfach nur zu leben. Und wenn Muslime heimlich die Weltherrschaft planen, dann waren sie in den letzten 1400 Jahren beeindruckend ineffektiv. Die meisten Muslime wollen einfach nur in Frieden leben. Gott anbeten, ihre Kinder erziehen, ihr Leben gestalten und nicht ständig unter Generalverdacht stehen. Wenn also das nächste Mal jemand flüstert,
Die verheimlichen etwas. Ist es vielleicht das, was sie verbergen, ihre Müdigkeit? Wir haben eine künstliche Intelligenz gebeten, die häufigsten Mythen über den Islam aufzudecken. Aber was wir entdeckt haben, geht weit über die Schlagzeilen hinaus. Wir haben Angst entdeckt. Wir haben Unwissenheit entdeckt. Wir haben Misstrauen entdeckt. Aber durch all das hindurch haben wir die Wahrheit gefunden. Und hinter dieser Wahrheit, echte Menschen, echte Stimmen, echtes Leben. Wenn dieses Video Ihnen auch nur ein kleines bisschen die Augen geöffnet hat, bleiben Sie nicht dabei stehen. Geben Sie ihm einen Daumen hoch. Teilen Sie es. Und lasst die Wahrheit sich schneller verbreiten als die Angst. Das ist nicht nur eine Verteidigung des Islams, es ist ein Aufruf zur Vernunft. Für den Glauben. Für den Frieden. Dies ist Glaubensreise mit KI, wo künstliche Intelligenz auf wahren Glauben trifft. Bis zum nächsten Mal auf unserer Reise. Assalamu alaikum. Friede sei mit euch.